Weißt du eigentlich, was Nassfutter im Körper deiner Katze wirklich auslösen kann, wenn sie es jeden Tag bekommt? Viele Halter denken dabei nur an eine etwas bessere Mahlzeit. Aber im Hintergrund passiert deutlich mehr. Es verändert, wie der Körper deiner Katze mit Flüssigkeit umgeht, wie satt sie sich fühlt, wie gut Haut und Fell versorgt werden und manchmal sogar, wie ruhig oder unruhig sie sich rund ums Fressen verhält. Und genau deshalb ist Nassfutter für viele Katzen nicht einfach nur eine andere Futterform. Es kann im Alltag einen echten Unterschied machen. Schauen wir uns an, was ab dem ersten Tag passieren kann. Der Körper bekommt mehr von dem, was Katzen oft fehlt: Flüssigkeit. Hast du dich schon mal gefragt, warum viele Katzen kaum aus ihrem Wassernapf trinken? Das liegt meistens nicht daran, dass sie faul oder wählerisch sind. Es liegt an ihrer Natur. Katzen stammen ursprünglich von Wüstenjägern ab. Ihre Vorfahren nahmen einen großen Teil ihrer Flüssigkeit nicht durch zusätzliches Trinken auf, sondern über ihre Beute. Genau deshalb haben viele Katzen bis heute kein besonders starkes Durstgefühl. Ihr Körper ist eher darauf ausgelegt, Wasser über die Nahrung zu bekommen. Und genau da liegt bei vielen Hauskatzen das Problem. Wenn eine Katze überwiegend Trockenfutter bekommt, nimmt sie über das Futter nur sehr wenig Feuchtigkeit auf. Nassfutter dagegen enthält deutlich mehr Wasser und kommt damit näher an das heran, was eine Katze in der Natur über Beute aufnehmen würde. Wenn deine Katze also täglich Nassfutter bekommt, verändert sich oft zuerst etwas sehr Grundlegendes. Ihr Flüssigkeitshaushalt kann besser unterstützt werden. Das sieht man von außen nicht immer sofort. Deine Katze springt nicht plötzlich anders durch die Wohnung, nur weil sie mehr Feuchtigkeit über das Futter bekommt. Aber innerlich kann es einen Unterschied machen. Der Urin kann weniger konzentriert sein, und die Harnwege können im Alltag besser unterstützt werden. Gerade bei Katzen, die wenig trinken, ist das ein Punkt, den viele Halter nicht unterschätzen sollten. Besonders bei Katern ist das Thema Harnwege etwas, worauf man aufmerksam achten sollte. Natürlich ersetzt Nassfutter keine tierärztliche Kontrolle, wenn es bereits Probleme gibt. Aber eine bessere Flüssigkeitsversorgung ist für viele Katzen eine wichtige Grundlage. Was viele dabei unterschätzen: Katzen zeigen oft lange nicht deutlich, wenn ihnen im Alltag Flüssigkeit fehlt. Ein Hund läuft eher sichtbar zum Napf und trinkt. Bei Katzen passiert vieles stiller. Sie wirken normal. Sie fressen. Sie schlafen. Sie verhalten sich nicht sofort auffällig. Und genau deshalb wird zu wenig Flüssigkeit bei Katzen so leicht übersehen. Das Problem baut sich nicht dramatisch auf, sondern eher langsam. Nicht spektakulär, aber konstant. Und genau das macht es so tückisch. Was für uns nach einer kleinen Fütterungsentscheidung aussieht, ist für den Katzenkörper oft ein Teil der täglichen Grundversorgung. Wenn diese Grundversorgung besser wird, merkt man vielleicht nicht an einem einzigen Tag einen riesigen Unterschied. Aber der Körper merkt ihn. Und das ist oft wichtiger als alles, was man von außen sofort sehen kann. Bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn tägliches Nassfutter hat auch eine Seite, die viele übersehen. Und genau diese Seite kann nach hinten losgehen, wenn man nicht darauf achtet. Das Gewicht kann sich anders entwickeln, als viele denken. Warum kämpfen so viele Wohnungskatzen mit Übergewicht, obwohl ihre Halter das Gefühl haben, gar nicht übermäßig viel zu füttern? Oft liegt es nicht nur an der Menge. Es liegt auch daran, was genau im Napf landet. Viele Trockenfutter enthalten im Vergleich zu hochwertigem Nassfutter mehr Kohlenhydrate und deutlich weniger Feuchtigkeit. Katzen sind aber keine kleinen Allesfresser. Sie sind von Natur aus Fleischfresser. Ihr Körper ist vor allem darauf ausgelegt, tierisches Eiweiß und Fett zu verwerten. Große Mengen Kohlenhydrate passen oft weniger gut zu dem, was eine Katze ursprünglich braucht. Wenn du deiner Katze täglich Nassfutter gibst, verändert sich diese Gleichung häufig. Nassfutter ist meist feuchter, oft eiweißreicher und in vielen Fällen besser sättigend. Das kann dazu führen, dass sich eine Katze nach dem Fressen zufriedener fühlt, ohne dass ständig Nachschub verlangt wird. Gerade bei Wohnungskatzen ist das interessant. Viele Wohnungskatzen bewegen sich deutlich weniger, als ihr Körper eigentlich könnte. Sie jagen nicht täglich draußen, legen keine langen Strecken zurück und verbringen viele Stunden mit Schlafen, Beobachten und Ruhen. Das heißt, schon kleine Unterschiede in der Fütterung können über Wochen und Monate eine große Rolle spielen. Wenn eine Katze sich nach einer Mahlzeit nicht richtig satt fühlt,
beginnt oft dieses typische Muster. Sie läuft immer wieder zum Napf. Sie bettelt. Sie wartet in der Küche. Sie wirkt so, als hätte sie ständig Hunger. Viele Halter denken dann, meine Katze ist einfach verfressen. Aber manchmal ist das Problem nicht die Katze. Manchmal passt das Futter nicht gut genug zu dem, was ihr Körper wirklich braucht. Nassfutter kann hier helfen, weil es mehr Volumen und Feuchtigkeit mitbringt. Die Katze frisst eine Mahlzeit, die sich im Körper oft natürlicher anfühlt. Dadurch kann das Sättigungsgefühl stabiler werden. Das bedeutet nicht, dass Nassfutter automatisch jedes Gewichtsproblem löst. Auch Nassfutter kann zu viel sein, wenn die Portionen nicht passen. Aber es schafft für viele Katzen eine bessere Grundlage. Und manchmal ist genau das der Unterschied zwischen einer Katze, die ständig auf Diät gesetzt wird, und einer Katze, deren Fütterung endlich besser zu ihrem Körper passt. Wenn deine Katze also etwas zu viel auf den Rippen hat, lohnt sich nicht nur der Blick auf die Futtermenge. Es lohnt sich auch der Blick auf die Futterart. Das Fell zeigt oft früh, ob innerlich etwas besser läuft. Kennst du Katzen, deren Fell weich, dicht und fast glänzend aussieht? Und dann gibt es Katzen, deren Fell trotz Bürsten stumpf, trocken oder irgendwie struppig wirkt. Viele denken dabei sofort an Fellpflege. Aber sehr oft liegt der eigentliche Unterschied nicht an der Bürste. Das Fell ist bei Katzen ein ziemlich ehrlicher Hinweis darauf, wie gut der Körper versorgt wird. Wenn im Inneren etwas nicht rund läuft, sieht man es oft außen. Stumpfes Fell, trockene Haut, mehr Haaren oder ein ungepflegter Eindruck. Nassfutter bringt häufig genau die Dinge mit, auf die Haut und Fell reagieren. Tierisches Eiweiß, tierische Fette und mehr Feuchtigkeit. Trockenfutter ist praktisch, keine Frage. Aber es ist stark verarbeitet und enthält sehr wenig Wasser. Nassfutter liegt in seiner Feuchtigkeit oft näher an dem, was Katzen natürlicherweise über Nahrung aufnehmen würden. Wenn Katzen regelmäßig hochwertiges Nassfutter bekommen, berichten viele Halter nach einigen Wochen von sichtbaren Veränderungen. Das Fell fühlt sich weicher an. Es wirkt gepflegter. Manchmal haart die Katze weniger stark. Und dieser stumpfe oder leicht fettige Eindruck kann nachlassen. Das ist mehr als nur Kosmetik. Oft ist es eines der ersten sichtbaren Zeichen dafür, dass der Körper besser versorgt wird. Denn Katzen investieren sehr viel Zeit in ihre Fellpflege. Wenn das Fell trotzdem dauerhaft stumpf, trocken oder ungepflegt wirkt, liegt das Problem nicht immer an mangelnder Pflege. Manchmal sitzt es tiefer. Genau deshalb lohnt es sich, das Fell nicht nur als Schönheitsfrage zu sehen. Es ist eher wie ein stiller Spiegel dafür, wie gut der Körper mit allem versorgt wird. Viele Halter merken Veränderungen am Fell früher als an allem anderen. Nicht, weil Fell wichtiger wäre als Organe oder Stoffwechsel, sondern weil man es jeden Tag sieht. Wenn die Katze an einem vorbeiläuft. Wenn sie sich hinlegt. Wenn man sie streichelt. Und genau deshalb ist dieser Punkt so praktisch. Er macht eine innere Veränderung sichtbar. Aber nicht nur der Körper kann reagieren. Oft verändert sich auch das Verhalten rund ums Fressen. Auch das Verhalten rund ums Futter kann sich verändern. Schreit deine Katze schon los, sobald du Richtung Küche gehst? Frisst sie, als würde ihr gleich jemand alles wegnehmen? Und wirkt sie kurz nach dem Fressen schon wieder suchend oder unruhig? Viele Halter denken dann, typisch Katze, einfach verfressen. Aber so einfach ist es oft nicht. Katzen, die hauptsächlich Trockenfutter bekommen, entwickeln manchmal ein hektisches Fressverhalten. Nicht unbedingt, weil sie gieriger sind, sondern weil ihr Körper anders auf diese Mahlzeit reagiert. Wenn ein Futter wenig Feuchtigkeit enthält und nicht lange sättigt, kann sich die Katze schneller wieder leer fühlen. Dann beginnt dieses typische Muster. Sie bettelt. Sie läuft zum Napf. Sie kontrolliert ständig die Küche. Oder sie weckt dich morgens sehr früh, weil ihr Körper wieder meldet. Da fehlt noch etwas. Bei täglichem Nassfutter verändert sich das bei manchen Katzen deutlich. Mehr Feuchtigkeit, mehr Volumen und eine passende Eiweißbasis können dafür sorgen, dass das Sättigungsgefühl stabiler ist. Viele Katzen wirken nach dem Fressen ruhiger. Sie fressen, fühlen sich versorgt und ziehen sich danach eher zurück, statt sofort wieder in den Suchmodus zu gehen. Wichtig ist aber, nicht jedes hektische Fressen liegt nur an der Futterart. Manche Katzen haben sich schnelles Schlingen angewöhnt. Besonders dann,
wenn sie mit anderen Tieren zusammenleben oder früher Futterstress erlebt haben. In solchen Fällen kann Nassfutter helfen, aber manchmal braucht es zusätzlich langsamere Fütterung, kleinere Portionen oder mehr Ruhe am Futterplatz. Wenn beides zusammenkommt, also bessere Sättigung und weniger Stress rund ums Fressen, merkt man die Veränderung oft ziemlich klar. Das ganze Thema Mahlzeit wird ruhiger. Weniger Drängeln. Weniger Hektik. Weniger Frust. Und jetzt kommt der Punkt, den viele komplett übersehen. Denn genau hier kann Nassfutter auch problematisch werden. Nassfutter kann problematisch werden, wenn man falsch damit umgeht. Bis hierhin klingt tägliches Nassfutter ziemlich eindeutig positiv. Also wo liegt der Haken? Der Haken liegt meistens nicht im Futter selbst. Er liegt im Umgang damit. Viele öffnen eine Dose, geben das Futter in den Napf und lassen es dann stehen. Das klingt erstmal normal. Aber Nassfutter verhält sich nicht wie Trockenfutter. Trockenfutter kann oft länger herumstehen. Nassfutter ist deutlich empfindlicher. Sobald Nassfutter längere Zeit bei Raumtemperatur steht, können sich Keime vermehren. Besonders dann, wenn deine Katze nur kleine Portionen frisst, weggeht und später wieder an denselben Napf zurückkommt. Das Tückische daran ist, das Futter sieht oft noch völlig normal aus. Es riecht vielleicht sogar noch okay. Aber das heißt nicht automatisch, dass es noch gut ist. Die einfache Regel lautet deshalb: Nassfutter nicht stundenlang offen stehen lassen. Wenn deine Katze es nicht innerhalb einer sinnvollen Zeit frisst, sollte der Rest weg. Geöffnete Portionen gehören abgedeckt in den Kühlschrank und sollten nicht ewig aufgehoben werden. Noch etwas wird oft vergessen: Kühlschrankkaltes Nassfutter ist für viele Katzen nicht besonders attraktiv. Katzen mögen Futter häufig lieber leicht angewärmt oder zumindest nicht eiskalt. Das passt eher zu dem, was sie instinktiv als angenehm empfinden. Wenn Nassfutter direkt eiskalt aus dem Kühlschrank kommt, fressen manche Katzen schlechter oder zögerlicher. Das heißt nicht, dass Nassfutter problematisch ist. Ganz im Gegenteil. Aber der Unterschied zwischen „das hilft meiner Katze wirklich“ und „das macht im Alltag unnötig Probleme“ hängt oft davon ab, wie man es anbietet. Portioniere das Nassfutter sauber, kühle es zügig, bewahre es nicht zu lange auf und entsorge Reste konsequent. Das klingt vielleicht banal, aber es ist ein wichtiger Teil davon, ob Nassfutter deiner Katze wirklich gut tut. Denn gutes Futter hilft nur dann, wenn es auch sauber und passend angeboten wird. Am Ende geht es nicht darum, Nassfutter als Wundermittel zu sehen. Es geht darum, besser zu verstehen, was Katzen wirklich brauchen. Ausreichend Flüssigkeit, hochwertiges tierisches Eiweiß, saubere Routinen und eine Fütterung, die zu ihrem Körper passt. Für viele Katzen kann tägliches Nassfutter ein sinnvoller Schritt sein. Nicht, weil es jedes Problem löst, sondern weil es näher an dem liegt, worauf ihr Körper ursprünglich ausgelegt ist. Wenn deine Katze krank ist, stark übergewichtig wirkt, plötzlich anders frisst oder Probleme beim Wasserlassen zeigt, dann ersetzt kein Futtervideo den Besuch beim Tierarzt. Aber für den normalen Alltag kann Nassfutter helfen, die Ernährung deiner Katze natürlicher, feuchter und oft auch passender zu machen. Und manchmal beginnt genau dort der Unterschied. Nicht mit einer großen Veränderung, sondern mit dem, was jeden Tag im Napf landet.